Herzlich willkommen heute im Studio von Katalin. Ich habe heute mal ein anderes Setting gewählt, weil ich gedacht habe, ich möchte unbedingt aufnehmen in dem Bereich, wo Katalin erschafft. Und wer Katalin ist, das sagt sie euch selber. Und vor allem, was sie macht. Und das schon seit langem. Das stimmt. Also mein Name ist Katalin Pögel. Und wenn ich gefragt werde, wer ich bin und was ich mache, dann ist meine Frage meistens, wie viel Zeit die Person gerade mitbringt für die Frage. Ich mache jetzt mal die Kurzversion. Ich bin seit über 20 Jahren selbstständig im künstlerischen Bereich, kulturelle Bildungsbereich, bin aber auch Coach und Trainerin. Und ich glaube, was mich schon immer fasziniert hat, war, wie wir Menschen eigentlich so leben, was wir wichtig finden, was wir denken, warum wir das denken, wie wir das denken. Und all das ist in meine Kunst eingeflossen, sowohl Performances als auch Arbeiten, die ich früher in Galerien gehängt habe. Irgendwann fand ich das zu langweilig und habe beschlossen, das Leben selbst ist eigentlich der Ort, an dem ich schaffen möchte. Ja, und dann hat sich das immer mehr verlagert, eigentlich hinzu, dass ich mit Menschen arbeite. Und zwar einzeln, in Teams, in Organisationen. Und ja, eigentlich bin ich immer noch Künstlerin, aber es fühlt sich alles ein bisschen professioneller und eingebetteter an. Und als Künstlerin hast du gerade etwas Neues erschaffen. Und ich hole das mal gerade rein, weil wir beide sind zusammen in einen Erschaffensprozess gegangen. Ja. Den Erschaffensprozess von deinem neuen Buch. Entweder und. Und ich gebe es dir, weil du hast es erschaffen. Ja, genau. Ich habe es erschaffen. Wer hätte das gedacht? Also ich bin, seitdem ich denken kann, immer am Erschaffen und Kreieren von Dingen. Denke mir Dinge aus. Früher als Kind für meine Kuscheltiere. Später im Spiel. Oder ich habe früh als Jugendliche angefangen, mit Kindern und Jugendfreizeiten und sowas zu arbeiten. Habe dann irgendwann in einem unfassbar tollen Museum für Kinder und ihre Erwachsenen Ausstellungen entwickelt, also künstlerisch entwickelt, zu wirklich schwierigen Themen, ja, wie zum Beispiel der Ungerechtigkeit, die den Ureinwohnern Nordamerikas widerfahren ist, und das Ganze dann so aufbereitet, dass es künstlerisch, spielerisch zu erfahren ist für eine Zielgruppe, die noch nicht mal lesen kann. Oh, okay. Geile Herausforderung. Eigentlich, solange ich mich erinnere, habe ich immer im Prozess irgendetwas geschaffen und kreiert. Und dann haben Menschen das erlebt und dann hat das etwas mit denen gemacht. Sie haben mir von Veränderungen berichtet. Und das wurde irgendwie immer mehr, was ich dort gesammelt habe und auch irgendwie, was ich gemacht habe. Ich habe das mir gar nicht so aufgeschrieben alles, aber irgendwann dann, ja, also wie gesagt, ich mache das jetzt schon über 20 Jahre, habe ich so gemerkt, ich kriege so Rückmeldungen, ich treffe manchmal Menschen, die ich vor 15 Jahren oder sowas getroffen habe, und dann sagen die mir sowas wie, ja, das, was du mir damals als Tipp oder als Rat mitgegeben hast, daran denke ich heute noch, und ich kann mich da nicht mal mehr dran erinnern. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, ich übernehme jetzt einfach die Verantwortung und schreibe all das, was ich immer so mir ausdenke, und schaffe einmal auf, damit ich mich daran erinnern kann. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Ganz wichtiger Punkt. Kann ich Punkt, in meinem eigenen Buch nachschlagen. Und außerdem ist das irgendwie auch schön, weil dann kann ich es der Welt schenken. Und das ist eigentlich diese Idee, warum es dieses Buch gibt. Da sind gesammelt, wie viel sind es jetzt? 47 Trainings, habe ich es genannt, tatsächlich drin, die einem helfen, das eigene Denken ja erstmal überhaupt zu beobachten, dann vielleicht auch mit so einem leicht humoristischen oder spielerischen Blick anzugucken und zu sagen so, aha, ist ja interessant, so denke ich also, wo kommt das denn her? Und und dann biete ich in den Trainings eben Möglichkeiten an, die kommen viel aus so künstlerischem Erleben oder Schaffen heraus. Ja, Möglichkeiten, wie man einfach seine eigene Perspektive auch mal erweitern kann. Ne? Also Ja. weil ich meine, wir unterhalten uns zwar, ne, wir haben Kommunikation, ich kann mir vorstellen, wie ist es denn, Konstanze zu sein, oder du kannst es mir erzählen, aber letztendlich, ich kann ja niemals in dein Gehirn reinkriechen und aus deinen Augen gucken und erfahren, wie sich die Welt aus deinem
ganzen System anfühlt. Vielleicht wird das irgendwann mal erfunden, ich fände es geil. Meines Wissens gibt es das noch nicht. Und tatsächlich ist das aber das ein bisschen, was dieses Buch macht. Also es katapultiert dich, ob du willst oder nicht, in Blickweisen, in Denkräume, in Spielfelder, wo ich einfach sage, ja, eigentlich wie ein bisschen als Kind. So, stell dir doch mal vor, alles wäre möglich. Wie würde sich denn dann und das dann sortieren? Wie würdest du denn was priorisieren? Und ich kann mir vorstellen, dass das schon an der einen oder anderen Stelle ganz schön herausfordernd ist. Das ist es, definitiv. Aber ehe wir dahin kommen, möchte ich erst noch mal deine eigene Reise beleuchten, ja? Weil du bist ja jemand, der erschafft und wie du schon gesagt hast, du erschaffst viel. Und jetzt etwas erschafft zu haben, was zum einen festgeschrieben ist, wo die Idee womöglich auch schon viel früher entstanden ist. Und wenn du uns einmal da mitnimmst, wer bist du auf diese Reise geworden? Und an welcher Stelle wusstest du, jetzt ist es an der Zeit, dass ich das aufschreibe? Wer warst du da? Tatsächlich ist dieser Moment, wo ich die Idee, ein Buch zu schreiben, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ich würde sagen, ich hatte einfach immer so einen Sack voll anderer guter Ideen, dass diese Idee von so, jetzt setzt du dich mit deinem Hintern mal hin und schreibst und das dauert dann so lange, wie es dauert, das fiel mir eher schwer. Da brauchte ich so ein bisschen Anschubhilfe, würde ich sagen. Beziehungsweise war dann irgendwann der Leidensdruck so groß, dass ich es machen musste. Und die Idee, also zu diesem Buch, die ist schon im Sommer 26 sind es dann schon fast 3 Jahre. Als ich noch in Schweden war, ich eine Freundin besuchen, mitten im Wald entstanden und dort habe ich angefangen. Das heißt, ja, meine Idee war, ich mache ein Buch. Das hatte natürlich irgendwie noch gar nicht diesen Titel und ja, das meanderte so in meinem Kopf herum, aber es war irgendwie die Idee, okay, das ist jetzt das Konzept, das ist irgendwie zumindest der Plan. Ich bin keine Person, die Pläne macht, merke ich gerade von jetzt und dann gehe ich los und dann wird das genauso, sondern ich habe den Plan gemacht zu starten, sagen wir mal so. Das ist ja schon mal ganz ganz wichtig, weil du hast ja jetzt gerade eben einen ganz entscheidenden Punkt gesagt, ja. Der Leidensdruck war so groß. Ja. Und der ist ja meistens der uns dann dazu bringt, ins Tun zu kommen. Ja. Was würdest du sagen, war dieser Leidensdruck, der dich, was genau, wenn du sagst Leidensdruck, was war es, was so sehr gedrückt hat? Ich glaube, so eine Art von Realisierung, wie diese Welt funktioniert. Also es irgendwie so eine Art von Zeit gibt. Weiß ich nicht, mit diesem Konzept habe ich nach wie vor meine Probleme. Tatsächlich das, was mir Menschen rückgespiegelt haben. Ich bin seit vielen, vielen Jahren, ob jetzt dort im Museum, wo ich diese Räume gebaut habe oder auch für viele andere Träger unterwegs und entwickle Workshops oder gebe Seminare. Und das ist für mich, weil mein Denken kommt aus dem Künstlerischen. Das heißt, ich wach früh auf und dann gibt es da so Bam, 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 Bam. Und dann finde ich das lustig und interessant und dann mache ich das einfach. Da gibt es gar nicht so viel Überlegen. Und in dem Moment, wo ich das aufbereitet habe, zum Beispiel für mehrtägige Seminare, und ich gemerkt habe, ach okay, das geht den anderen Menschen gar nicht so wie mir, sondern ich habe wirklich erlebt, dass Menschen, die gut funktionieren, die irgendwie in guten Jobs gut eingebunden sind, gute Leitungsqualitäten haben, für Mitarbeiter zuständig sind, dass die an meinen Worten oder an meinen Methoden, die sich für mich anfühlten, mache ich halt einfach mal so, kann ich gar nichts Besonderes drin sehen, dass die da dran hingen und irgendwie wirklich meistens nach den Seminaren dann kamen und meinten so, oh, ich will davon mehr, mein Gehirn kribbelt, ich fühle mich, als ob ich eine Gehirnwäsche bekommen hätte im positivsten Sinne. Wo kann ich mehr von dem, wie du das machst, lesen? Und das war dann so ein Moment, dass ich gedacht habe, ach okay, ja gut, ich könnte das ja einfach mal aufschreiben. War natürlich erstmal nur eine Idee. Und das wurde aber über die Jahre mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Denke, meine Herangehensweise, nämlich oft zu machen, auf die Intuition zu hören und unterwegs Entscheidungen zu treffen. So könnte man vielleicht so künstlerisches Denken und Handeln mal kurz zusammenfassen, dass das eine wahnsinnig tolle Qualität ist. Und in meiner Trainerausbildung, dort ging es so
schwerpunktmäßig um New Work, New Learning, habe ich gemerkt, dass das nicht nur eine wahnsinnig tolle Qualität ist, sondern auch echt eine Zukunftskompetenz. Das ist es, ja. Weil unsere Welt wird immer schneller, alles verändert sich und zwar im rasanten Tempo, aber unsere Denke bleibt irgendwie gleich. Also auch wenn wir irgendwie versuchen, modern oder uns weiterzubilden, die Geschehnisse, die es einfach in unserer heutigen Welt, in unserem heutigen Leben, alleine das, was in 10 Jahren passiert, vergleicht das mal mit vor 100 Jahren, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn wir versuchen, das, ich sag mal, modern mitzunehmen, bleiben wir trotzdem in unserem alten Denken, was geprägt ist von, wie wir aufgewachsen sind, die Muster, die wir etabliert haben, wie wir was denken, wie wir über uns selbst denken, wie wir über den anderen denken, wie wir über Möglichkeiten denken. Ob wir als Erwachsene noch in der Lage sind, so wie ich glaube, wir als Kinder das alle mal hatten, nicht die Vergangenheit und das, was wir dort erlebt haben, als Beweis dafür herzuziehen, dass es ja in der Zukunft gar nicht anders werden kann. Sondern, weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war, ja, natürlich konnte ich fliegen. Und ich nur in der Nacht. Du in der Nacht, okay. In der Nacht. Ich glaube, da bin ich auch ziemlich einfach so wahrscheinlich bei Pippi Langstrumpf kleben geblieben. Also ich denke, nur weil ich das bis gestern nicht geschafft habe, zu fliegen, heißt das doch noch lange nicht, dass ich das nicht morgen kann. Schauen wir mal, was morgen wird. Und dieser Leidensdruck, dass ich gemerkt habe, das, was ich zu erzählen habe, ist gut und wertvoll. Und die Leute wollen das hören und die fragen mich danach und die fragen mich auch noch nach dem Seminar danach. Und ich kann gar nicht so viel und immer alles erzählen. Natürlich habe ich gemerkt, ich will das gerne rausgeben, ich will das der Welt schenken, weil für mich ist es einfach und offensichtlich hilft es. Und das wurde immer mehr, so dass ich irgendwann gemerkt habe, so schnell kann ich gar nicht reden und solche langen E-Mails kann ich gar nicht schreiben, um auch nur alles das, was ich für diese Person in der konkreten Situation jetzt wichtig finde, auch zu vermitteln. Und das war ehrlich gesagt dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ja, verdammt, jetzt setz dich halt einfach mal hin und schreib es auf. Ja, und wer bist du da drinne geworden? Ja? Also wir haben gesagt, vor 3 Jahren in Schweden hat es angefangen. Ich erinnere mich, dass wir beim New Crow Festival in der Uckermark waren und am Buffet gestanden sind und miteinander gesprochen haben. Ja? Das ist jetzt, und das liebe ich immer sehr besonders, das ist vor ziemlich genau 10 Monaten gewesen. Und am 14. Juni. Am 14. Juni, ja. Und heute haben wir den 7. April und kommen hier zusammen, um dein Buch im Cover schon vor uns zu halten. Ich schaue ja immer aus der Perspektive des Gebärens. Ja. Welche Version von dir selber hast du in den 10 Monaten geboren? Oh ja. Ja. Vor allem, weil ich finde es, ich muss es nochmal sagen, ja, wir denken immer nur, Gebären von Kindern dauert 10 Monate, aber ich habe das schon so oft erlebt, dass das Gebären von Ideen auch 10 Monate braucht, wenn ich dranbleibe. Und wirklich eben, und ich gucke immer, wann war dieser Moment, wo der Samen gesät worden ist, wo sozusagen die Befruchtung stattgefunden hat. Und für mich war der an diesem Moment, als wir uns am Buffet getroffen haben. Entschuldigung. Ja. Schön klassisch. Frosch im Hals. Ja. Aber ich glaube, der legt sich gleich. Ja, diese Buffet-Situation, die ist für mich auch ganz, ganz dolle in Erinnerung. Und das war der Moment, vielleicht dann erzähle ich noch mal kurz, also wie gesagt, vor 3 Jahren nahezu in Schweden begann das ganze Projekt. Zum Gebären gehören auch ein paar Tränen dazu. Mit dir. Definitiv. Und ich habe schon mehrere Bücher illustriert. Ich habe Konzepte gemacht, ich habe ganze mehrstöckige Museen mit Konzepten zu einer Ausstellung versehen und verschiedene Künstler beauftragt, dann Dinge dort anzufertigen. Zum Beispiel eine goldene Gebärmutter, in die man reinkriechen konnte, war Teil einer Ausstellung. Und all das sind so Dinge, ich habe auch schon geschrieben mit anderen Herausgebern zusammen und das war immer, ja, kein Problem, cool, habe ich noch nie gemacht, bin ich sicher, dass ich das gut kann. Mache ich einfach. Aber was ich noch nie gemacht habe, war so ein Buch
Und wie gesagt, mein größter, Dein Buch? schwierigster war nicht die Zeichnungen zu machen, die ich alle angefertigt habe für das Buch oder die Texte zu schreiben, sondern ich würde sagen, meine größte Herausforderung war, meinen Hintern so lange auf dem Stuhl sitzen zu lassen, bis das Ding fertig ist. Und nicht wie so ein Honigbienchen sofort wieder zum nächsten spannenden Projekt zu summen. Und am Anfang dachte ich von diesem Prozess, ja klar, ich habe irgendwie ja Kunst studiert, Grafikdesign, bin Meisterschülerin an der Kunsthochschule, kann ich alles selber, Layout, Grafik, Buch, habe ich alles Kurz schon nochmal, gemacht. kann ich alles selber? Ja. Ganz wichtiger Satz, kommen wir nachher nochmal drauf hin. Und dann hatte ich natürlich auch so ein bisschen Schiss, weil ich auch von einigen Kolleginnen bei mir im Atelier hier gehört habe, wie schwierig das zum Beispiel auch ist, wirklich gutes Buchmaterial an Verlage zu bringen. Ne? Und dann setzte bei mir irgendwie so ein, kann ich alles selber? Ich werde mich hier überhaupt nicht mit irgendeinem Verlag, ich mache das alles im Selbstverlag, wunderbar. Und so bin ich gestartet. Das ging auch eine Weile gut. Irgendwann dachte ich dann, okay, das wird jetzt ein bisschen anstrengend, weil sich in meinem Kopf einfach sehr, sehr viele Rollen mischten. Genau, das hattest du gesagt, diese unterschiedlichen Rollen. Vielleicht ein Beispiel, ne? Also ich habe dann, wie gesagt, die Illustrationen finden, das ging mir alles sehr leicht von der Hand. Dann standen auch irgendwann die Texte, die einzelnen Themen. Und dann bin ich ans Schreiben gegangen und schrieb einfach drauf los. Und ich schreibe gerne und habe aber durchaus immer noch so da hinten in meinem Kopf meine ganzen DeutschlehrerInnen sitzen, die mir erzählen, laber nicht so viel rum, du kommst nie auf den Punkt. Ja, von Grammatik reden wir gar nicht, das macht heute die KI. Und die kamen mich alle wieder besuchen. Ja. Und die waren einmal da, harte Gegner, muss ich sagen. Ja. Aber der wirkliche Endgegner war eigentlich ich selber, weil ich dann, als ich ins freie Schreiben, das, was ich schreiben, wie ich schreiben wollte, gekommen bin, habe ich gemerkt, okay, manchmal sind die Texte so lang und manchmal aber auch so. Und dann fing das so an, in meinem Ich mache alles selber zu denken, dachte, ja scheiße, wenn jetzt die Texterin mal so viel Textmenge liefert, das muss ja die Layouterin nachher alles noch setzen. Im Moment, das ist so anstrengend. Und dann habe ich so... Achtung, hier bist du nämlich zur Layouterin geworden, ja? Ja. Du hast ja so viele Rollen gleichzeitig Ja. eingenommen, weil du so viele Fähigkeiten hast. Ja, das habe ich da auch gemerkt dann. Ja, ja. Und dann gab es so witzige Momente, wie dass die Layouterin dann der Texterin Anweisungen gegeben hat und die waren dann so sehr streng. Also das heißt, es gab wirklich eine von bis Zeichenzahl und in dieser Zeichenmenge habe ich dann versucht, gute Texte zu schreiben. Ja. Sagen wir mal so, ich habe das gebraucht, um voranzugehen. Und dann habe ich das ganze Ding durchgezogen, habe 50 Illustrationen gemacht, 50 Texte dazu geschrieben, das Ganze hübsch gelayoutet, nebenbei alles für Self-Publishing irgendwie mir angeschaut, in die Wege geleitet, mich entschieden und dachte so, wunderbar, Katalin macht jetzt ihr Buch fertig, los geht's. Und dann war es quasi fertig und dann habe ich mir das alles ausgedruckt, weiß ich noch, war so eine lange, zweireihige Reihe. Und guckte es mir an und dachte so, boah, ist das langweilig. Das geht gar nicht. Ich fand es mega langweilig. Ja, und dann stand ich da erstmal irgendwie so mit meinen ganzen Rollen, die ich mir schön geschaffen habe. Und keiner wusste irgendwie, ich hätte wahrscheinlich eine Mentorin, eine Supervision noch als Rolle für mich und meine ganzen Rollen gebraucht. Naja, und dann verschwand das ganze Projekt erstmal in der Schublade. Für wie lange? Ein Jahr. Ja. Habe ich es wirklich gar nicht angefasst. Mhm. Und was war dann der Moment, wo du gesagt hast, jetzt hole ich es wieder raus? Ja, auch so eine Art Leidensdruck. Sind wir mal wieder da. Ich bin ja da ganz deiner Meinung, dass ich denke, ich bin zwar ein großer Freund von Leichtigkeit und von da, wo es leicht ist, geht es richtig lang und da müssen wir lang. Aber dieser Druck gehört auch dazu. Und dieser Druck aus der Schublade, der rief mich immer wieder. Und das Schöne und gleichzeitig Blöde war, dass das ja schon so weit war. Also es war ja auf irgendeinem Level schon fertig. Keineswegs so, dass ich damit irgendwie zufrieden war oder jetzt irgendwie Bock hatte, mit Fanfaren rauszugehen, das nicht. Aber es war ja irgendwie, es hatte schon eine Buchform, es war gelayoutet, die Illustrationen waren gut. Ja,
Und dann ging das so, ja, es gibt auch noch schlechtere Bücher, kein Problem. Und dann war das interessant, weil dann irgendwie, ja, war das so, und ich habe damit angefangen, schaffe ich das jetzt für mein Leben, das Ding in der Schublade liegen zu lassen? Nein. Sehr guter Punkt, ja. Ich glaube, das geht vielen Autoren so. Ja. An der Stelle, viele haben die Idee, ein Buch zu schreiben und aber diesen Schritt wirklich zu machen, die Worte, meine eigenen Worte auf Seiten zu schreiben. Ja. Ja, Volltreffer. Meine eigenen Worte festzuschreiben und vor allem gerade bei kreativen Menschen, fand ich persönlich eine große Herausforderung. Es hat auch für mich 3 Jahre gedauert, wie für dich, um das wirklich, ich würde fast sagen, um mir das mir selbst zu erlauben. Ja, das beschreibt es ziemlich gut. Ja. Ja, genau. Und dann hatte ich eben dieses Projekt in der Schublade, was mich immer wieder Das auch immer wieder gestutzt. kurz gekitzelt hat. Ja. Eigentlich ganz guter Vergleich, so wie wenn man so ein Kind im Bauch hat und dann gibt es immer mal so ein setz dich mal gerade hin. Ja. Und dann hörte ich irgendwann von dir. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand erzählte mir von dir und dass du einen einfach ähnlich langen Prozess mit deinem Buch hattest. Und dann merkte ich so, wie sich so meine Fuchsohren aufstellten und ich dachte so, oh, die Konstanze, ja okay, da gibt es dieses schon besagte You Grow Festival. Und dann bin ich dort tatsächlich hingefahren mit der Idee, oh, ich hoffe, dass die Konstanze kommt und dann werde ich mir die schnappen und einfach mal horchen, wie das bei dir war. Und das ist die besagte Buffet-Situation, von der wir gerade gesprochen haben. Danach haben wir uns eben ja auch noch zum Kaffee getroffen, ne? Und ich hatte bis dahin ja auch schon einige Bücher begleitet und wusste genau, dass es auch dieser Weg ist, von meine eigene Geschichte da reinzuweben. Wer bin ich geworden? Das ist auch so ein Teil, den man eigentlich ganz gerne zur Seite legt. Ja, habe ich auch getan. Hast du auch getan, ne? Ja. Weil für mich ist auch dieses Buchschreiben ist das Festschreiben von wer ich geworden bin. Ja. Ja? Oder was ich für Qualitäten entwickelt habe. Und das Buchschreiben, das macht man auf eine gewisse Weise auch für sich selber. Ja. Es ist ein Zeugnis dessen, was ich entwickelt habe. Und zum anderen Teil ist es natürlich auch, wie du das vorhin schon sehr gut gesagt hast, ich gebe den Menschen was zurück. Ich lasse sie an meinem Weg teilhaben, an meinem Wissen teilhaben, an den Prozessen, die ich begonnen habe. Und da warst du ja wirklich richtig gut drin. Du hast ja so viele gute Tools gehabt, die konntest du ja einfach nur so aus der Hand schütteln. Ja. No, ich würde sagen, ich habe lange gesammelt. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, und du hast einen guten Punkt erwähnt gerade. Darum habe ich mich auch gedrückt in meinen ganzen Rollen, die ich mir dort, wie ich vorhin beschrieben habe, geschaffen habe. Habe ich versucht, ein professionelles Sachbuch zu schreiben. So ordentlich, wie man das halt ordentlich macht, sodass vielleicht meine Deutschlehrerin von damals stolz auf mich gewesen wäre. Ja. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, ist das langweilig. Ja. Weil ich habe mich... Und du hast das gerade genau richtig gesagt. All das, was ich dort festgeschrieben habe, an Methoden, die ich in Trainings gepackt habe, sind Dinge, die ich ich glaube wirklich alle, irgendwie selber erlebt habe, selber weiterentwickelt habe, die irgendetwas mit mir zu tun haben. Und heute jetzt haben, wie gesagt, der Winter ist gerade vorbei, ich habe mich den Winter über verbarrikadiert und geschrieben. Aus der heutigen Sicht denke ich so, ja, wie bist du auf die Idee gekommen, dass das dort nicht reinkommt? Also es ist eins der, ich würde sagen, wichtigsten Bestandteile im Buch, dass ich das Ganze nicht aus einer, so übrigens, ich bin Trainerin für New Work und ich erzähle dir jetzt mal, wie das neue Denken funktioniert. Oder mit erhobenem Zeigefinger dir irgendwelche schlauen, mach das mal so, Methoden vermittle, die du dann schön brav anwenden kannst, sondern eigentlich plaudere ich die ganze Zeit aus meinem eigenen Nähkästchen, auch wie es war, wie ich aufgewachsen bin, wie es in einer Familie war, wo null Künstlerisches da war.
Einfach dann zu sagen, ja doch, nee, irgendwas zieht mich da. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist. Und vielleicht ist es Kunst, könnte in die Richtung gehen. Ich muss das jetzt mal machen. Das ist auch, danke, dass ihr mich unterstützt. Es ist okay, wenn ihr das nicht versteht. Na, das waren natürlich große und bedeutende Prozesse, die sehr, sehr, sehr viel mit mir zu tun haben. Und erst heute, aus der Perspektive, in dem Moment, wo ich auch mit anderen Leuten arbeite, merke ich eigentlich, wie wertvoll das ist, wenn ich all das, was ich erlebt habe, durchgearbeitet habe und mir einen Weg, Möglichkeiten, ein Business daraus ausgebaut habe, wenn ich das teile, weil das wirklich einfach wertvoll ist. Absolut. Ne, weil inspirierend vielleicht inspirierend. Auch. Ja. Und es geht gar nicht um das Tool an sich, sondern auch um den Weg, den ich da drinnen gegangen bin. Und du hast es jetzt eben ganz wunderbar gesagt, die Deutschlehrerin, die kam vorbei und all die anderen, die sich noch an diesem Buch beteiligen wollten, mit ihren eigenen Selbstzweifeln oder ihrer Meinung, die sie dazu sagen wollten. Das ist ja auch etwas, was man sich in keinster Weise hätte vorstellen können, als man überhaupt dieses Buch begonnen hat. Ja. Wer da einfach alles noch sich an den Tisch setzen will, ja. Und was zu sagen hat. Letztendlich auch schöner Vorgriff in das, worum es im Buch geht. Ne? Ja. Also die Idee von, ich setze mich jetzt hin und schreibe mal ein Buch. Ideen habe ich oder was weiß ich habe Fachwissen oder Erfahrungen zu XY. Das ist das eine. Aber überhaupt erst mal dahinter zu kommen, wie denke ich denn über mich als Autorin? Ne, du erinnerst dich, damit hatte ich durchaus Probleme. Konstanze ist dafür verantwortlich, dass dieses Buch Seitenzahlen hat. Ich in meinem Autonomiebedürfnis, jeder darf sich dieses Buch einfach anschauen, wie er möchte, war nämlich lange Zeit dagegen, Seitenzahlen in dieses Buch zu machen. Als wir gemerkt haben, dass der Umfang dann doch etwas größer wird als eine Broschüre, hat Konstanze mir empfohlen, doch nochmal darüber nachzudenken, ob ich mir das erlauben möchte, als Autorin mit einer gewissen Autorität aufzutreten und einfach auch zu sagen, so, schau mal, Baby, das sind jetzt die Seitenzahlen und damit auch eine Art von Chronologie, die ich gut finde und die ich dir vorschlage. Du darfst das natürlich trotzdem total anders machen, aber ich gehe diesen Schritt und lege mich fest und sage einfach, guck mal hier, das ist mein Vorschlag. Das war nicht leicht für mich. Überhaupt erstmal, dass wir diese Verbindung geschaffen haben zwischen Autorität und Autorin. Ja? Ich bin die Autorität, die hier in diesem Feld diejenige ist, die weiß, worum es geht. Und ich erlaube mir auch, diese Autorität, diese innere Größe einzunehmen. Und diesen Moment hatte ich gerade nämlich als du bei mir warst, diese Größe zu nehmen, ich habe hier etwas erschaffen. Ich bin die Autorität, die zur Autorin wird. Ja. Und das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Prozess. Und da drin ist einfach die persönliche Geschichte so ein essentieller Teil. Ja. Wo ich auch denke, wenn ich die weggelassen hätte, aus welchen Gründen auch immer, auch Sichtbarkeit war natürlich ein großes Thema, was mit dem Buch hochkam. Und jetzt sage ich so, Sichtbarkeit klingt so wie so ein Buzzword, wo ich so denke, kenne ich, schon seit 20 Jahren, mich irgendwo öffentlich an Plätze zu setzen und Performances zu machen, kann ich machen, kein Ding. Aber wie gesagt, dieses Buch ist zum ersten Mal etwas, was ich geschaffen habe, was ein physisches Ding ist, was ich dir in die Hand drücke oder was im Buchladen liegt oder irgendwann bei dir zu Hause auf dem Nachtschränkchen liegt, wo ich nicht daneben stehe und sage, aber warte mal, guck mal, das hier habe ich so und so gemeint oder du könntest das auch noch mal so versuchen zu betrachten. Und das war, glaube ich, der Schritt, wo ich gewachsen bin und auch tatsächlich das Thema Sichtbarkeit für mich nochmal, Sichtbarkeit in Kombination mit Loslassen, wirklich ein Wachstumsmoment war. Weil ich das vorher, war ich viel sichtbar, war ich präsent, war nicht das Problem, aber es war immer ich als Person. Ja. Und immer in Interaktion. Ja. Und das ist natürlich, wenn man ein Buch schreibt, klar stecke ich meine ganzen Ideen und auch meine Energie steckt da drin. Und einige, die das gelesen haben, haben mir genau das auch zurückgemeldet, dass sie gesagt haben, boah, das ist, als ob du die ganze Zeit neben mir sitzt und sagst, übrigens hast du auch schon mal, und guck mal in die Ecke deines Lebens. Offensichtlich funktioniert das trotzdem auch, aber anders. Und vor allem anders, als ich es mir vorgestellt habe vorher. Ja.
Ein großes Learning. Und an der Stelle haben wir auch noch einen wichtigen Punkt gemacht. Ne? Wir haben genau eben definiert, in welcher Form du mit der Leserin oder dem Leser sprechen möchtest. Genau. Und haben auch die Perspektive von ihr eingenommen. Was braucht sie, um es zu verstehen? Eine Persona kreiert, für die wir das geschrieben haben. Ja. Wollen wir sagen, wie die heißt? Ja. Die heißt Steffi. Und ja, das war auch wirklich ein wichtiger Punkt. Ne? Nochmal die Deutschlehrer, die sich meldeten, für wen schreibe ich das dann da? Ne? Ich meine, früher haben einem immer mir alle erzählt, du gehst in die Schule für dich selbst, du lernst für dich selbst, nicht für deine Eltern, deine Lehrer. Um ehrlich zu sein, ich habe zwar immer genickt und gesagt, ja, aber ich glaube, ich habe das lange nicht wirklich verstanden. Und in diesem Prozess, jetzt dieses Buch zu schreiben, war irgendwann die Frage da, ja, für wen schreibe ich denn? Ich glaube, deshalb habe ich auch so lange nicht geschrieben, weil vorher habe ich immer gedacht, okay, ich mache das ja alles nur für mich, für meinen Spaß und Amüsement im Leben. Aber als ich diese Verantwortung übernommen habe und gesagt habe, nein, ich habe jetzt wirklich viele Rückmeldungen bekommen, dass Menschen das, was ich denke und kreiere und an Spielräumen schaffe, wertvoll finden und dass etwas mit ihnen in eine Transformation dadurch geht. Als ich diese Verantwortung übernommen habe, war die Frage da, für wen schreibe ich das denn? Weil dann war es plötzlich nicht mehr nur ich. Ja. Und natürlich wollte ich es auch nicht für Konstanze schreiben, um Eindruck bei ihr zu scheffeln. Und dann war irgendwann die schöne Frage da, okay, schreibe ich für alle, dann wird es super gefällig, ne? Und ich bin am Rechtfertigen, mich erklären und. Oder ich bin genau so, wie ich bin, und zwar genau so bin ich richtig. Und ich denke mir eine Person aus, für die ich in diesem Moment optimal bin, mit diesem Buch. Ein eigentlich mini kleiner Moment. Ne? Sowohl zeitlich als auch räumlich, als auch, ich schreibe nicht für 5000, ich schreibe für eine Person. Und diese eine Person, die kam mich dann als Idee besuchen in der Nacht und dann war klar, ich habe angefangen, mit dieser Person Briefe zu schreiben, um überhaupt erstmal warum schreibe ich dann dieses Buch für dich? Was will ich damit? Was ist mein innerer Leidensdruck? Wo will ich damit hin? Und nach formte sich das dann eigentlich zu so einer Art Ansprache, die immer wieder wirklich genau an diese Person Steffi ging. Und das war natürlich schön. Ich habe das vorhin schon kurz angemerkt. Ich habe mich wirklich den ganzen Winter eingesperrt in meinem Atelier. Es gab einige Freundinnen, die mir dann Nachrichten schrieben und fragten, warum ich sie denn nicht mehr leiden könne. Und auch meine Familie hat wirklich mich seltenst nur zu den Mahlzeiten gesehen, aber irgendwie brauchte ich das, um meinen Hintern auf diesem Schwingstuhl zu halten, um wirklich einfach das Ding runterzutippen, weil es war alles da. Ich wusste, an wen ich es adressiere und dann war es einfach nur ein Machen. Und das war gut und das war wichtig, aber das hat es auch wirklich gebraucht, dass ich das tun konnte. Und in diesen 3 Monaten hatte ich eine sehr, sehr innige Beziehung mit dieser Person. Mit der Person. Ja. Ich hatte ein kleines Foto tatsächlich von ihr stehen. Es gibt sogar eine Illustration von ihr im Buch. Okay. Aber dafür musst du das Buch kaufen. Ich verrate nicht welche. Wir verraten es nicht. Aber verrat uns mal an der Stelle, ne, vorher hast du ja gesagt, das Buch mache ich im Self-Publishing. Dann bin ich mir sicher, hast du auch eben, ne, du bist ja Mutter von 3 Kindern. Ein Bonuskind. Ein Bonuskind, 4. Du bist Unternehmerin, ja. Und als du die Buchidee hattest, hast du das ja alles nebenher auch noch gehandelt. Ja. Ja. Und jetzt hast du ja für es dann wirklich zu schreiben und fertig zu machen, hast du dir erlaubt, 3 Monate Auszeit zu nehmen. Ja? Das stelle ich mir schon auch mal herausfordernd vor. Ich weiß, für mich als Unternehmerin ist es schon, ich sorge nur für mich. Ja? Aber für 4 Kinder Unternehmerin zu sein und zu sagen, ich nehme mich da jetzt mal 3 Monate raus, ist nicht selbstverständlich und doch ganz effektiv oder ganz produktiv. Oder was würdest du dazu sagen? Wenn ich das nicht gemacht hätte, gäbe es jetzt dieses Buch nicht. Ja, ganz klar. Das heißt, es war nicht nur meine Familie, sondern
Ich arbeite selbstständig, gebe Workshops, Seminare, begleite Menschen auf ihrer Reise, sich selbst ihre Marke zu finden, Webseiten oder Online-Kurse zu entwickeln und zu launchen. Und das heißt, ich habe auch wirklich all meinen Kunden und Kundinnen gesagt, ja wirklich es war fast so, als ob ich im Koma gelegen hätte. Ich bin nicht da. Und das heißt, ich habe auch Aufträge abgesagt und verschoben. Und natürlich war letztes Jahr im Herbst, als das dann intensiver wurde und ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt schreiben, war natürlich die Angst da, okay, es ist schön und gut und ich erfülle mir irgendwie eine Art von Traum und folge diesem Flow und da ist auch noch dieser Leidensdruck. Und schreibe jetzt ein Buch. So, ne? Und ja, es gab Menschen um mich herum, die gesagt haben, so ein paar und dann stellst du dir vor, du bist Autorin und kannst davon leben oder was. Auch diese Stimmen waren natürlich in meinem Kopf. Und da war Unsicherheit, ob ich das machen kann, ob ich mich ich habe da natürlich auch einen Partner gehabt, der mir da wirklich geholfen hat. Meine Kinder sind zum Teil auch schon groß, das heißt, auch die haben wirklich viel übernommen, aber darf ich das? Kann ich das? Was passiert, wenn ich das mache? Spoiler, die Welt ist nicht untergegangen, alle Kinder leben noch. Nächster Spoiler, das Business lebt auch noch. Und das Business lebt auch noch. Und? Das, muss ich sagen, war für mich eine der schönsten Sachen. Wie gesagt, anfangs habe ich echt Schiss gehabt, darf ich das, kann ich das machen? Weil es ist natürlich schon einfach so ein Rolling Wheel. Ne? Also der eine Auftrag führt zum nächsten und du bist irgendwie drin und die Leute sprechen über dich und du wirst gebucht. Und was passiert, wenn du dich dort einfach rausklingst? Davor hatte ich Schiss, weil ich das Wie viele andere noch nie gemacht habe. Ja. Und was aber passiert war, ist es wirklich, ich würde es als so eine Art Winterschlaf eigentlich beschreiben, der eine ganz, ganz schöne eigene Qualität hatte. Das war wirklich ich hier in diesen Räumen, wenig Personen am Tag gesehen, gutes Essen, Pausen und schreiben. Und sonst nicht so viel. Und natürlich habe ich immer mal auch mit so ein bisschen Sehnsucht tatsächlich dahin gedacht, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, anderen Menschen zu helfen, auf ihrem Weg zu kommen und die Dinge, die schon da sind, einfach klarer zu sehen und denen zu folgen und genau dorthin Sachen zu entwickeln. Und dann war aber immer wieder dieses, nein, jetzt ist das Baby dran, danach alles andere. Und irgendwie hat mich Vertrauen über diese Monate getragen. Und es war wirklich ruhig. Heißt, ich habe wirklich dann irgendwann auch, als alle Rechnungen eingeflattert waren, wirklich auch von meinen Ersparnissen gelebt, die ich mir aber auch genau dafür schön ein Polster geschaffen habe. Und dann war es wirklich, das ist jetzt etwa einen Monat her, so ein Moment, wo dann das erste Lektorat durch war und es irgendwie klar wird, okay, also alles geht seinen Gang, ich kann das ganze Ding jetzt abgeben, denn zum Glück habe ich es abgegeben und lasse andere Leute auch ihren Job gut machen und habe einen tollen Verlag, da gibt es eine tolle Grafik, da gibt es ein tolles Lektorat, Korrektorat und das war so ein okay, alles klar, super. Mein großer Teil der Arbeit ist jetzt gelaufen und jetzt machen die anderen Leute leidenschaftlich gern und gut ihren Job. Und alles zusammen führt dazu, dass dieses Buch rauskommt. Und ich kann mich noch erinnern, da stand ich hier an meinem Schreibtisch im Atelier und hatte diesen Gedanken von, so, alles klar, jetzt mache ich gedanklich meine Tore wieder auf und wer was von mir möchte, der darf jetzt kommen. Und ja, wie das manchmal so ist, ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir ist das ehrlich gesagt ziemlich oft so. Ja. Manchmal ist das seltsam, wenn man das erzählt, aber für mich ist das eigentlich selbstverständlich. Es dauerte 3 Tage und ich hatte irgendwie 5 Aufträge. Und zwar wirklich große und gute Aufträge, die auch all das, was da eben im Winterschlaf, sagen wir mal, zur Ruhe gekommen ist, einfach ganz, ganz schnell auffüllten. Und wirklich von der Sorte leicht, unkompliziert, schön, angenehm, wo es wirklich so dieses ja, nehme ich mehr von. Und das war großartig. Wo ich wirklich denke, dieses Vertrauen, was ich über diese Stillstand, Rückzugsmonate hatte, das war genau richtig, weil das habe ich nicht in irgendetwas anderes investiert, sondern in mich. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Ne? Aus der Perspektive des weiblichen Zyklus liebe ich genau diesen Moment. Weil für mich ist das Eintreten in diese Winterphase auszuhalten, im Nichts zu sein, dass sich Dinge ordnen, ich mich da drin selber ordne,
mich zur größten Priorität machen, indem ich in die Stille gehe, auch aufhöre, wie wir es im Winter haben. Ja, ich ziehe mich faktisch zurück in mich. Ja. Ich sorge gut für mich mit gutem Essen und ordne mich, habe gute Einfälle, das finde ich da drin auch nochmal, wirklich einen ganz entscheidenden Punkt. Ja. Es fällt mir etwas ein, was ich zu Blatt bringe. Und ich habe das tiefe Vertrauen, dass wieder Frühling wird. Ja. Und das hat man ja wirklich auch gesehen. Ne? Ich bin 100% dafür überzeugt, wie das im Winter ist. Es wächst unterirdisch. Und in dem Moment, als du den Rollladen hochgemacht hast, sind die Großkurse wieder gesprossen und die Kunden gekommen. Und das ist wirklich diese Einladung. Ja. Die richten wir an uns selbst und damit auch an unser ganzes Umfeld. Ja. Und da muss ich noch nicht mal irgendwie Akquise machen oder sagen, hey, übrigens, man kann mich jetzt wieder buchen, sondern ich glaube, das ist wirklich einfach da. Und ich mag total diese Analogie mit den Jahreszeiten, denn klar, wenn es irgendwie ein harter und langer Winter ist, ne, und draußen sind alle Bäume kahl und es ist einfach nur grau und du denkst, es ist fast tot. So. Also natürlich ist es nicht tot, denn all die Bäume und die Pflanzen, die um uns rum sind, die wären ja nicht so groß, wenn die einfach jeden Winter sterben würden, sondern das Leben ist etwas, was wir manchmal zu oft im Bunt, im Laut, im Außen, im Tun verorten. Aber das Leben ist auch genau so, dass ich alle meine Kräfte, meine Säfte, wenn ich jetzt ein Baum wäre, zurückziehe, konzentriere und in der positivsten Manier einfach nur aushalte, was ist. Und ich glaube, dass in diesem Zyklus, dieses Zurückziehen, mich besinnen auf das, was ist und auch tatsächlich einfach weniger Rummel im Außen haben und machen und brauchen vor allem, dass da eigentlich die wirklich wichtigen Dinge für uns als Menschen, für uns in unserer persönlichen Entwicklung im Leben liegen. Und auch entstehen und da drinnen und wachsen können. Wachsen und tatsächlich auch gebären können. Und damit kommen wir im Grunde genommen an den Moment, dass du nach diesen 3 Monaten das Buch geboren hast, es fertig war, der Titel fertig, das Titelbild, alles, kann ja noch mal so eine Geburt nachspielen. All die Punkte eben in eine Ordnung gebracht hast, damit es fertig war. Und jetzt schließen wir genau noch mal da drin, ich kann alleine, es genau dahin übergibst, wo es dir jemand abnimmt, wie das auch bei den Hebammen ist. Die dir als allererstes mal das Kind abnehmen, damit du dich auch da drin erholen kannst aus diesem Prozess und die das übernehmen für dich, weil dein größter Fokus war, Autorin zu werden und die Autorität in dir selber zu fühlen. Ich wollte gerade mitgedacht, was denn zu finden, zu fühlen oder letztendlich auch zuzulassen. Weil das ist jetzt nach diesem ganzen Geburtsprozess eigentlich das, wie ich drauf schaue, dass ich denke, das ist nichts Neues. Ich habe nicht irgendein neues Add-on irgendwie bekommen oder mir erspielt, sondern das ist schon immer da. Aber ein Teil von mir hat sich nicht zugetraut und immer lauter andere schöne, gute Gründe und Ausreden gefunden, warum man doch was anderes machen könnte. Ja. Und das jetzt einfach auch viel zu lange dauert, sich da hinzusetzen und das zu machen. Und eigentlich ist es genau das, dieses mir selbst erlauben, zuzuhören, zur Ruhe zu kommen, in diese Winterphase zu gehen und zu sagen, natürlich wusste ich nicht am Anfang, wie das Ganze aussieht. Ich wusste auch nicht, wie es heißt, beziehungsweise hatte es zwischendurch, ich weiß nicht wie viel, 15, 20 verschiedene Titel. Aber einfach auch ins Vertrauen zu gehen und zu sagen so, das wird schon irgendeinen Namen bekommen und das wird schon passen. Und jetzt ist es entweder und geworden. Ich mag den Titel total. Und letztens, als ich so durch mein Social-Media-Profil gescrollt bin, ist mir aufgefallen, dass es ein Titel ist, der eigentlich schon ziemlich lange bei mir ist. Denn es war vor 2 Jahren, habe ich bei einem Kunstfestival im Spreewald mit ausgestellt. Und da gab es sehr, sehr viele verschiedene kleine Videoarbeiten, die man so mit QR-Codes mitten im Wasser und der Walachei finden konnte. Und da gab es ein Video zu Entweder und. Das heißt, auch
da. Das war mir die ganzen 3 Jahre oder 2 Jahre nicht bewusst, dass dieser Titel auch eigentlich schon da ist. Und es hat sich aber zum Ende dieses Prozesses, über den wir gerade geredet haben, einfach, ja, das, was zusammengehört, findet sich auch einfach. Und mein großes Learning oder eins der vielen ist wirklich, ich muss das immer alles gar nicht machen, sondern ich darf das einfach, ich darf vertrauen und ich darf das zulassen. Es passiert sowieso. Jetzt lässt du zu, dass das Buch am 20. Mai auf den Markt kommt. Ja, das lasse ich zu. Habe Das ich ist mich dazu entschieden. Also du hast ja auch um das Buch, du wärst ja nicht du, ja, wenn du dir nicht um das Buch auch noch was ausgedacht hättest, weil du bist ja Ausdruck von Kreativität. Also ist das ein Buch zum Mitmachen? Ja, zum Anstupsen. Ich habe es gerade noch mal neu gelesen und ich musste einfach so oft schmunzeln. Und weil ich mich so liebevoll gestupst gefühlt habe, aber nicht nur liebevoll, aber ermächtigt, empowert, mich zu hinterfragen, teilzuhaben an deinem Prozess und mich darin angestupst, ermächtigt, ermutigt gefühlt habe, es mitzumachen. Und das ist ja auch das, was eben das dann dein Buch begleitet. Du hast einen Kurs drumherum oder ein Programm drumherum. Erzähl uns doch ein bisschen mehr davon. Genau. Was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde, wäre dieses Buch von vorne bis hinten durchzulesen. Ich glaube, da wird man irre, oder? Sondern ich habe immer überlegt, mit was kann man es vergleichen. Und ich habe am ehesten den Vergleich gern, das wie ein Kochbuch zu betrachten. Also du würdest ja auch nicht auf die Idee kommen, kriegst ein tolles Kochbuch geschenkt und dann kochst du jetzt alles von Seite 1 bis 120 durch. Sondern du stöberst das durch, lässt dich vielleicht von den Abbildungen irgendwie anregen oder von den Namen oder den Inhaltsangaben, was dort so reinkommt, und dann entscheidest du dich für eins oder was weiß ich, schlägst irgendeine Seite auf und sagst so, das ist es jetzt. Auch da nochmal, ich glaube, Leserin und jeweiliges Training, das findet sich, wie auch immer, ich gebe das einfach ab. Und ja, das Buch ist das Buch und was ich gemacht habe, ist die Erfahrung, die man machen kann mit jeder einzelnen Methode, so zu beschreiben, dass du das mit dir alleine machen kannst, ohne dass ich dabei stehe und dich animiere oder stupse oder was hast du gerade dafür sorge, dass du dich jetzt wirklich damit beschäftigst, weil ja, das können wir glaube ich schon mal sagen, es sind auch einige Themen bei, wo wir gerne dran vorbeigucken oder die berühmten blinden Flecken haben und das kannst du alles wunderbar machen. Und dennoch weiß ich mit vollem Alltag und wahrscheinlich jeder umso gut, ne? Also es ist so ein, ja, super Buch, toll, kaufe ich mir jetzt und genau, und dann krempel ich mein Denken damit um. So, und dann liest du 1, 2, 3 und denkst auch noch, ja, okay, super, naja, und was passiert dann? Dann kommt irgendwie der Alltag dazwischen, ne? Und beim Buchlesen, finde ich immer, kommt noch dazwischen, ich lese das, aber ich komme nicht ins Machen. Ich habe mich voll, ich bin voll dabei und denke, ja, aber es fehlt oft das Umsetzen. Ja. Und ich meine, das ist ein Bereich, der auch psychologisch ziemlich gut erforscht ist, ne? Den ganzen Transferstärke, Coaching und Training, was hilft, damit ich wirklich ins Tun komme. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, da meinte jemand, über 60%. Ob du etwas tust oder nur es für eine nette Idee hältst, ist der soziale Faktor. Das ist auch Teil von dem, was ich im Buch schreibe. Such dir Buddies. Und genau das habe ich initiiert, und zwar um das Buch herum. Hier steht alles drin. Wenn man Autodidakt ist und sein Denken umkrempeln möchte, kann man das mit diesem Buch wunderbar tun. Wenn man möchte, dass das Ganze auch wirklich in eine Umsetzung gerät, dass du dran bleibst, dass es dort Menschen gibt, egal ob jetzt ich das bin oder andere Buddies, die immer wieder mal Stups an daran erinnern. Genau, gibt es einfach einen, ich nenne es jetzt einfach erstmal Denkraum oder eben einen Spielraum, wo alles das, was im Buch steht und passiert und genau beschrieben ist, wirklich auch nochmal in ein gemeinsames Tun kommt. Und ich liebe es, einfach Dinge in Gruppen zu tun. Ob das die Ausmiste-Challenge im April ist, die ich jedes Jahr mache, oder einfach auch viele Gruppenformate und Masterclasses, die ich einfach auch schon gemacht habe. In der Gruppe macht es mehr Spaß und es geht leichter. Und genau das
wollte ich mit dem Buch auch schaffen. Nein, du wirst nicht mit diesem Buch alleine gelassen und dann mach mal, sondern alle, die daran Interesse haben, ihr Denken anzuschauen und zu verändern, die können das begleitet auch in einem digitalen Format machen. Da gibt es im Buch einfach einen QR-Code. Da kommt man dann zu den jeweiligen Gruppen. Und ich werde das auch so machen, dass es ab dem 20. Mai wirklich gleich einen Bundle gibt, wo man eben Buch und diesen Zugang zu dem Denkraum auch gemeinsam kaufen kann. Ja, wo findet man dich oder wie findet man dich? Ich habe auch gehört, du hast eine tolle Newsletter-Serie oder du hast einen Newsletter. Ja, da kann man sich auf alle Fälle gut. Aber wie kommt man überhaupt zum Newsletter-Seite? Deine Seite? Meine Webseite lautet www.katalinpoege.de. Dort gibt es so eine grobe Übersicht über alles, was ich mache. Und ja, dann kann man sich in die jeweiligen Dinge, die einen interessieren, einfach weiter durchklicken. Und dort findet man auch den Zugang zum Bundle, was ich gerade erzählt habe, Denkraum, Buch und Kurs. Und auch genauso zu meinem Newsletter. Ansonsten ist ein schöner Spielraum für mich Instagram und LinkedIn. Auch dort findet man mich. Ich freue mich immer auf neue Vernetzung und Austausch. Die Links machen wir auf alle Fälle unten in die Shownotes rein, dass ihr da einfach nur noch klicken braucht. Ja, und ansonsten, wie findet man mich? Ich ziehe mich gerne hier in meiner Atelierhöhle zurück. Da finden mich nur die Leute, die wissen, wo das ist. Aber ansonsten bin ich natürlich auch auf Netzwerkevents zu treffen, wie zum Beispiel bei YouGrow in Berlin. Und was auch immer schön ist, man kann mich auch buchen. Und das tun Menschen einmal im 1:1 bei der einfach Betrachtung und Entwicklung ihrer Ideen. Das mündet dann manchmal in die Entwicklung einer Webseite oder die gemeinsame Entwicklung eines Programms. Aber auch schon Bücher sind da entstanden oder Online-Kurse. Und manchmal, das ist so der Punkt, wo ich mich, glaube ich, zu dir auch ein bisschen verwandt fühle. Ich glaube, ich bin oft in der Rolle, Hebamme für Ideen, für richtig gute Ideen zu sein. Denn ich finde, es ist eine totale Verschwendung, wenn wir die guten Ideen, die wir haben, aus der Angst heraus, wir könnten irgendwas falsch machen oder anecken oder Fehler machen, wenn wir die uns nicht trauen, rauszuhauen oder eben weiterzuentwickeln oder eben in eine Gemeinschaft zu bringen. Wir haben so unglaublich viele Ideen, nur ist unsere Welt manchmal so gestrickt, dass es dafür nicht so richtig Platz gibt. Und ich helfe gerne, guten Ideen auf die Welt zu kommen. Ein letzter Satz. Was würdest du jemandem sagen, der wie wir beide schon seit 3 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht auch noch nicht ganz so lang, sein Buch in der Schublade hat? Das ist aber eine sehr gute Frage für den Schluss. Tatsächlich komme ich jetzt mit was sehr Untypischen für mich, denke ich gerade. Und zwar würde ich an Verantwortung appellieren. Oh, wow, ja. Und zwar, dabei geht es mir in keinster Weise um irgend so einen Ego-Scheiß, einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben oder so, sondern ich bin ja der festen Überzeugung, dass Ideen nicht einfach nur so zu einem geflattert kommen, sondern ich glaube, das sind in irgendeiner Weise Aufträge. Und manchmal bekommen auch mehrere Menschen die gleichen Aufträge oder auch zu einer bestimmten Zeit. Es gibt bestimmte Zeiten, da kommen bestimmte Ideen auf, weil sie noch dran sind. Und wenn dir eine Idee kommt, sei es ein Programm zu entwickeln, ein Buch zu schreiben, dann natürlich kann ich sagen, danke, nein, ich habe gerade keinen Bock, ist okay. Dann flattert die Idee zu jemand anderem. Aber wenn dich irgendwas daran kitzelt und ruft, dann würde ich die Frage stellen nach einer Verantwortung. Und zwar einer, die vielleicht mehr als über dich und deinen eigenen Schaffensbereich hinausgeht. Nämlich vielleicht wirklich, machen wir es mal ganz groß, für die Gesellschaft, für die Welt, für die Entwicklung der Menschheit. Und was ist, wenn... Oder nur für Steffi. Oder nur für Steffi. Steffi ist ja Teil der Menschheit. Aber was ist, wenn die Welt und die Entwicklung genau dich und dein Aufschreiben in diesem Buch braucht, um einen Schritt weiter zu gehen? Und wenn du anfangs nur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute damit inspirierst, die werden weitere Menschen inspirieren, werden selber Gedanken oder irgendwann Dinge entwickeln, die
die diese Bewegung, die vielleicht deine eine Idee zu diesem Buch irgendwann mal initiiert hat? Das Wort ist Verantwortung. Nimm deine Verantwortung, wenn du diesen Einfall hast. Ja. Ja. Ich danke, hier gewesen zu sein, in deinen Räumen. Ich wollte unbedingt diese Kulisse, weil die habe ich so oft gesehen. Danke, dass du bis hierher geschaut hast mit uns. Danke, dass du dran geblieben bist. Ja, wie schön, dass du zugeschaut hast. Ja, vielen Dank auch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Wow. Wir sind aber gute Quatschtaschen. Ich hoffe noch, dass das... 58 Minuten. Ja.